Hallo, willkommen zu einem neuen Video der Firma Agrotech GmbH. Heute wollen wir euch unseren nachhaltigen Bodengrund vorstellen. Ja, Bodengrund ist so ein Streitthema. Der eine sagt kein Bodengrund, der andere sagt hohen Bodengrund, der dritte sagt bisschen Bodengrund. Bodengrund ist meiner Meinung nach wichtig, weil sich viele Mikroorganismen drin ansiedeln können. Und manche Fische, die schlafen eben im Bodengrund, die vergraben sich nachts. Gibt es natürlich auch Würmer und grabende Seeigel und Schnecken, wo sich da drin wohlfühlen und tummeln, auch Kleinkrebse und so. Also ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Flora und Fauna im Aquarium. Wir haben jetzt hier einen nachhaltigen Bodengrund, also der ist made in Germany, der wird in Deutschland im Steinbruch abgebaut, gemahlen oder im Steinbrecher gebrochen und danach gesiebt. Wir haben jetzt 3 verschiedene Korngrößen, 0,5 bis 1 mm, den 1 bis 2 mm und den 2 bis 3 mm. Der Vorteil von dem Bodengrund ist, er ist schwerer als natürlicher Sand und wird dadurch durch die Strömungspumpe nicht so verwirbelt. Und ist interessant, auch die Lichtreflexion von dem Bodengrund ist bei 88%, was natürlich auch wieder Licht vom Bodengrund nach oben bringt und die Korallen eben auch von unten ein bisschen Licht bekommen. Unser Agrotech White Sand, so heißt nämlich der Bodengrund, besteht aus 99,6% Calcium und Magnesium, also Argonit, und kann, ja, wie gesagt, wenig Bodengrund, viel Bodengrund auch als Deep Sand Bed benutzt werden. Eben, vielleicht kennt ihr das von früher noch, war das mal in, ich glaube die Amis machen das auch ganz gerne noch. Da wird dann praktisch der Bodengrund mindestens 10 bis 12 cm aufgeschüttet und die chemischen Reaktionen, eben saures Milieu, wird der Bodengrund, also das Calcium, dann abgebaut durch die Mikroorganismen und eben dem Wasser zugeführt. Und dann muss man eben dann entsprechend weniger Calcium und eben Magnesium zudosieren. Wenn man einen hohen Bodengrund hat, kann man dann auch Mangroven drin pflegen im Aquarium. Die entziehen eigentlich dem Aquarium auch eben die Nährstoffe wie Nitrat und Phosphat zum Wachsen. Ist vielleicht auch ganz interessant. Muss halt dann auch jeder selber entscheiden, welche Art von White Sand er benutzt für sein Becken, ob er den ganz feinen haben möchte oder den ganz groben oder den mittleren. Man kann natürlich auch mischen zwischen dem feinen und dem mittleren. Und ich sage jetzt mal, für die Fische, wo sich vergraben, ist eigentlich so ein feiner sicherlich angenehmer, um sich drin zu verstecken eben. In dem feinen, da fällt halt der Schmutz nicht so zwischen die Körner rein, sondern bleibt eben oben liegen und wird eben wieder aufgewirbelt und der grobe, der verdreckt halt eher. Wie gesagt, unseren White Sand gibt es in 3 Körnungsgrößen, 0,5 bis 1, 1 bis 2, 2 bis 3. Und in Verpackungsgrößen 5 Kilo, 9,5 Kilo und 25 Kilo. Wird in Deutschland hergestellt, ist ein Naturprodukt, löst sich nicht auf, also zerfällt nicht irgendwie. Es kommt nicht irgendwo aus der Südsee oder sonst wo dann die Inseln abgegraben werden und praktisch dann irgendwann mal ist die Insel weg, sondern bei uns kommt es aus dem Steinbruch. Besteht aus 99,6% Calcium und Magnesium. Und ist eigentlich bestens geeignet fürs Aquarium, fürs Meerwasseraquarium. Sicherlich auch fürs Becken mit Riffbarschen oder sowas. Die möchten ja auch einen höheren pH-Wert. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wir haben auch eine Webseite, eine neue. Könnt ihr mal gucken, wie es euch gefällt. Gibt es sicherlich viele interessante Produkte, wo ihr noch nicht kennt. Könnt uns auch ein kurzes Feedback schicken, wie euch die Seite gefällt. Und ansonsten besucht auch uns auf Instagram, Facebook und YouTube. Bei YouTube die blaue Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video von uns. Wir versuchen es wie immer jede Woche, manchmal schaffen wir es nicht. Ansonsten alles Gute noch und tschüss, bis zum nächsten Mal.